Hallo Freunde, ihr habt wahrscheinlich das Bild schon gesehen bei Facebook oder Instagram. Und ich habe gestern einen Ausflug gemacht, habe Familie besucht und das war jetzt ein bisschen weiter weg. Familie, Freunde besser gesagt. Und dabei habe ich die Situation noch ausgenutzt und noch eine ganz große Modellautosammlung abgeholt. Das ist zwar einmal das hier, nicht alles. Die hier. Die anderen, die ihr jetzt hier seht, die sind auf eine Abwrackprämie gekommen. Die Aktion läuft ja gerade. Und diese Autos hier, die schönen Porsche 964 von Autoart, der in den Verkauf geht, aber der wird wahrscheinlich im mittleren vierstelligen Bereich, dreistelligen Bereich liegen. Und also ein Schnäppchen ist er nicht, aber selten wie Sau. Der gute alte C4, da muss ich kontrollieren, ob der nicht Zinkpest hat, aber dieses Modell leidet an Zinkpest an den Türen. Dann haben wir hier einen Fiat 500 Abarth, 695 Abarth, ein Cup. In Duesenberg, den ich vor kurzem geschlachtet habe, dabei mehrmals gekotzt habe. Ein Bel Air von Ertel, ein Pullman von Sunstar. Was ist denn das? Wie heißt die nochmal hier? Franklin Mint, Lloyd, Rohkorosse von Altmetall, Testarossa für Burago, Rohkorosse von Altmetall, ein Ferrari 250 GTO, ein SSKL, der nur noch auseinandergenommen wird und verwertet, und ein SSKL Sport. So, das ist zu dem einen. Zu dieser Geschichte hier war das Heftigste, was ich, sagen wir mal so, in den letzten Jahren oder eigentlich überhaupt in meiner Karriere erlebt habe. Ja, aber dazu gleich mehr. In diesen Umzugskartons hier befinden sich noch mehrere hundert Modellautos. Hier drin sind noch viele Modellautos. Da drin noch mehr. Und hier noch viel mehr. Es sind ca. 400 Modellautos gekommen. Von Mini-Jams, Autoart, alles dabei. Es ist wirklich alles dabei. Viel Gutes. Natürlich auch hier und wieder auch mal so ein Kackding. Aber hier, was hat man hier? Einen kleinen Schuko. Ein paar Porsche Mini-Champs, Porsche Autoart. Natürlich, dann hat man hier wieder so einen blöden Beetle. Dann hat man wieder so einen schönen Porsche. Und da ist die ganze Box voll. Dann geht das hier weiter. Dann hat man hier E36 DTMs. Ein Schumi ohne Kopf. Bisschen makaber, aber wahr. Eine Viper. Oh, Ladeautos. Oh, geil, hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Käfer. Was ist das denn hier? Radiergummi. Wie gesagt, das sind hunderte von Modellautos. Der Käfer, der millionste. Und dann Bücher. Zum Teil sogar noch original verpackt. Ein paar kleine Ersatzteile. Stars of Germany. Boah, geil. Guck mal, Micro Machines. Boah, geil. Eine Käferuhr. Oh mein Gott. Guck mal, hier ist alles mit Käfer drin. Ja. Was haben wir denn noch? Wie gesagt, das war auch keine... Auf einer Seite ist das eine schöne Geschichte gewesen. Ich habe diese Modellautos zum fairen Kurs bekommen. Ich habe jemanden, der durch die Corona-Krise ins Straucheln geraten ist, helfen können. Aber leider hat die Geschichte leider kein gutes Ende gefunden. Also zumindest für mein Auto nicht. Weil mein Auto hatte nämlich die Bekanntschaft gemacht mit eines Baumes. Ja. Bilder dazu werdet ihr am Ende des Videos sehen. Also dranbleiben. Und soweit kann ich euch sagen, mir geht's gut. Meine Mutter als Beifahrerin, die mich bei solchen Touren immer begleitet oder oft begleitet. Ja, bis auf ein paar blaue Flecke, auch im gesunden Zustand. Aber ja, mein geliebter Ford S-Max ist leider Geschichte. Ja, das trifft einen hart. Also man hätte nie gedacht, dass einem sowas passiert. Blitzeis mit Schnee. Und man kann lenken, bremsen, wie man will. Das Auto rutscht geradeaus auf den Baum zu. Man kann nichts machen, Leute. Nichts.
Ihr habt keine Chance. Also ich habe echt immer gedacht, wieso, wenn man solche Unfälle sieht, ne? Wieso haben die nicht gelenkt oder gebremst oder so, ne? Hab ich mir immer gesagt. Oh, ein Lego-Auto. Hab ich mir immer gefragt, wieso haben die nicht gebremst oder gelenkt, ne? Es ist wirklich einfach nicht möglich. Was ist das denn hier? American's Choice. Ein ferngesteuertes Auto. Aha. Das kenne ich mal gar nicht. Audi V8 DTM, endlich mal wieder. Ein Ferrari-Buch, ungeöffnet. Schumis ohne Ende. Ein Bausatz. Was verbirgt sich hier? 130 bis 170 Euro. Thank you. BMW M3. Team Lindner. Und Bausatz. Und dann habe ich diese Sammlung späten Abend noch mit einem Leihwagen von ADAC. Danke an die Leute von ADAC. Dann rübergebracht. Weil ja, mein Auto war leider ein Totalschaden. Also offensichtlich ein Totalschaden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es nicht ist. So. Es ist echt erschreckend, wie heftig so ein Airbag auf Knall ist. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann gucken wir hier auch mit Wertangaben. Und noch mehr Lancia Delta. Noch ein Lancia Delta. Oh, schön. Was ist das? 5er BMW. Audi Quattro. Also ja, hier ist alles dabei. Ja, ich bin immer noch ein bisschen durch den Wind. Ne? Das Unfall gestern war ja schon ganz heftig und ich muss ein riesen Lob aussprechen an die Leute an Gifhorn. Ne, der Unfall ereignete sich in Gifhorn auf der Landstraße und unglaublich viele Menschen haben angehalten und haben Hilfe angeboten. Natürlich nicht alle, ne, aber sehr viele. Die Mehrheit hat angehalten und gefragt, ob die helfen können. Und das Blöde ist ja, ne, was für mich sehr prekär war, ich kannte mich da gar nicht aus, ne? Ich wusste ja gar nicht, wo ich bin. Ich war einfach auf so einer Landstraße mit vielen Bäumen und ich wusste gar nicht, wo ich bin, ne? Da musste ich erstmal die ganzen Leute fragen und der Ersthelfer, der hinter mir hergefahren ist, wusste auch nicht ganz genau, wo wir waren, weil der auch da nicht regelmäßig vorbeifährt. Und, guck mal, schöne Modelle. Ja, war schwer, die Polizei zu erklären, wo man ist und den Abstellwagen, ne? Offiziell Pacecar 94. Ihr seht, hier sind hunderte von Autos. Ich glaube, das sind fast 400 Autos. Vielleicht auch ein bisschen mehr oder so. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur eine schiere Menge. Natürlich die meisten 1:43. Aber es sind auch 1:18 bei. Da kommt noch ein Schumi. Da taucht auch noch was auf. Auch alles 1:3. Ui. Schumi-Spoiler abgegangen. Aber der ist eh kaputt. Also von daher. Aber 99% der Modellautos dürfen natürlich weiterleben. Bis auf die beiden Schumis, die sind kaputt. Die werden wahrscheinlich zerlegt. Was ist das denn? Kyosho 1:8 Spoiler. Ha. Und ich habe diese Modellautosammlung von einer Frau gekauft, die dank der Corona-Krise und den geschlossenen Gastronomie und allem anderen starke finanziellen Schaden hingelegt hat. Und das ist alles eine Sammlung einer 32-jährigen Frau. Schöne Grüße an dich, wenn du dieses Video siehst. Und alles Gute. Ich hoffe, das wird wieder besser für dich. Und Respekt. Sie hat keinen Billigscheiß gekauft. Das ist echt alles hochwertige Marken. Na klar, ich rede jetzt nicht von dem Mondo Motors da gerade eben oder so. Aber hier ist es überwiegend gute Hersteller. Herpa, AutoArt, Mini-Champs. Was ist das denn hier? Mini-Champs. Da ist auch noch Mini-Champs. So, was haben wir hier? Das war so eine Kiste, wo ich auch nur drüber geflogen bin. Batman-Emblem.
Käfer, Käfer ohne Ende, Käfer von Dienkite, sogar original verpackt. Krass. Oh, krass. Habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Was ist da unten? Oh, ein Glaskäfer. Wow. Oh, und da unten sogar noch einer. Ein pinker Käfer. Was bist du? No Name. Was ist das denn? Was bist du? Made in Canada. Made by Mr. Sandman. Krass, kenne ich gar nicht. Kennt ihr den? Also wenn ihr den kennt, sagt mal Bescheid. Ich habe echt keine Ahnung. Ich sehe das gerade zum allerersten Mal. Und mir ist auch völlig neu, dass Kanada Modellautos produziert. Oh, Sparschweinchenkäfer. Was ist das denn? Wahrscheinlich Sandspielzeug. Gamma. Anstecknadeln von Kanada. Plätzchenform, kleine Käfer, Batman-Zeichen. Ey, Wahnsinn, was hier alles drin ist, ne? So. Noch mehr Käfer. So, es ist zu aufwendig, jetzt alle Pakete hier aufzumachen und zu zeigen, auch hier noch ein NSUTT Cup. Was ist das denn? Sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Golf 1 GTI. Krass. Brekina. Echt eine Wahnsinnssammlung, ne? Das ist alles von einer jungen Frau. Oh, ein Jägermeister. Noch mehr. Oh, Hot Wheels. Was taucht denn da unten auf? Noch mehr Motorräder, noch mehr original verpackte Hot Wheels. Viking? Herpa. Ein Cinquecento? Ach cool. Motorräder. Hot Wheels. Was bist du? BMW M3 GTR. BMW M3 Coupé. Go-Kart. Noch mehr Käfer. Das sind diese Billigdinger von den Tankstellen. X5. Noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und noch mehr. Ja, das ist jetzt einfach zu viel. Ich muss in Ruhe hier alles mal durchsortieren. Vieles wird versteigert, vieles wird verkauft, vieles kommt in den Online-Shop. Ein oder andere wird zerlegt, aber das ist eher die Minderheit. Und bitte keine Vorabfragen, was kostet der, wie viel der. Das, was in den Online-Shop kommt, das könnt ihr zu dem Kurs kaufen. Weil das ist echt anstrengend, immer diese ganzen Fragen zu beantworten. Aber diese Frage könnt ihr mir beantworten. Was ist das? Ich kenne das nicht. So, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und guckt bis zum Ende. Da kommen noch ein paar Bilder. Und ja, danke fürs Zugucken. Und bleibt bei Laune. Und passt auf bitte bei Schneefahren. Seid vorsichtig. Es ist wirklich arschglatt. Und man kann echt nichts machen. Auch ich als routinierter Autofahrer habe eigentlich gedacht, ich habe so eine Situation im Griff. Aber das war es nicht. So, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.